Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Ice Motorcycle Repair. Heute machen wir ein Schnelldurchlaufvideo, das heißt heute geht es nur um die Montage des Tankringes für das Quick Look System von SW Motech. Das habe ich versprochen beim Tankrucksack-Video, dass ich das Video für die Montage des Tankrings gleich parallel mache, und ja, das machen wir jetzt. Ich muss ab in die Werkstatt, es regnet wieder mal draußen zur Abwechslung und darum muss ich halt in der Werkstatt den Tankring montieren, aber ich glaube, das schaffen wir auch. Also viel Spaß beim Zusehen. Das erste, was wir mal machen müssen, ist die Schrauben entfernen, die dann durch die Befestigungsschrauben des Tankrings ersetzt werden. Wir nehmen mal den Tankring, legen ihn drauf und sehen, die zwei hinteren Schrauben müssen raus und die zwei mittleren. So, dann nehmen wir die mal raus. Passt auch auf, denn die Schrauben sind nicht immer gleich lang. Also das ist ganz wichtig, dass ihr da darauf achtet, dass ihr hier auch wieder die richtige Schraubenlänge dann einsetzt. So, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Also das sind die mittleren Schrauben und die vorderen Schrauben sind viel kürzer. Okay, dass wir nicht runterfallen. So, was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr die richtigen Schrauben benutzt für den Tankring, für die Befestigung. Wie macht man das? Ihr nehmt euch einmal eine Originalschraube, die was hier drinnen war. Und die legt ihr unten am Tankring an. Und wenn ich jetzt die Schraube nehme, die was beim Tankring dabei war, da sind ja verschiedene Längen dabei, ja, dann sollte die, wenn ich es reinstecke, circa genau die Länge haben, was die alte Schraube hat, wenn ich sie unten anlege am Ring. Ihr seht das? Also die sind jetzt fast gleich lang. Die Schraube vom Tankring ist um 2-3 mm länger. Das wird wahrscheinlich nichts machen. Und für hinten habe ich nicht viel Auswahl, denn für hinten waren es original ganz kurze Schrauben. Und da gibt es eigentlich nur die Imbusschrauben, was da dabei waren, die kurzen, und andere Möglichkeit habe ich nicht. Und man sieht das sind die Ausnehmungen. Und da weiß man gleich, also da gehören diese Imbusschrauben rein. Da habe ich nicht viel Wahl. So, jetzt lege ich den Tankring mal auf. Besser mal die Schrauben an. Nichts mit Gewalt reindrehen, also die müssen wirklich mit der Hand ganz leicht zum Reinschrauben gehen. Denn wenn man hier Gewinde zerstört, dann wäre das wirklich ganz schlimm. So weit reindrehen, bis die Schraube handfest ist. Das machen wir auch mit den vorderen Imbusschrauben. So. Auch nur handfest anziehen. Ja, da solltet ihr immer die Originalschrauben nehmen, die was dabei sind, und nicht irgendwelche anderen. Denn das sind Niro-Schrauben, also nie rostend sozusagen. Und wenn ihr da andere verwendet, dann fangen die ins Rosten an. Also immer die nehmen, die was dabei sind. So. Ziehen wir nochmal mit der Hand fest. Gut.
Laut SW Motech ist der Anzugsdrehmoment für die M5 Gewindeschrauben 4,5 Newtonmeter. Die stellen wir jetzt auf unseren Drehmomentschlüssel ein. So, 4,5. Und dann ziehen wir den mal fest. Das ist natürlich ganz wenig. Also die darf man nicht überdrehen. Seid da vorsichtig. So, zieht es immer ein paar Mal nach. Bei den mittleren Schrauben vergesst die 4,5 Newtonmeter, denn die bringt ja nichts zusammen. Das ist ein Kunststoff und wenn ich hier mit 4,5 Newtonmeter die anziehen würde, ja, dann presse ich die Schraube in den Kunststoff. Also zieht die einfach nur mit Gefühl an, die beiden mittleren Schrauben. Ja? Denn sonst zerstört ihr euch drinnen den Kunststoff. Also die beiden äußeren, die was Metall auf Metall gehen, die mit 4,5 Newtonmeter und die mittleren, die zieht ihr mit Gefühl mit der Hand fest. Kontrolliert diese Schrauben öfter, ob sie sich nicht lockern. Ja, das kann vorkommen, dass die locker werden. Sollten sich die Schrauben lockern, dann klebt sich einfach mit Loctite oder einem Schraubenklebemittel dann ein, damit sie fest fixiert sind. Ja, das war es eigentlich vom Einbau des Tankringes. Ja, jetzt haben wir den Tankring auf die Tiger 800 montiert und passen wir halt ein bisschen auf bei den mittleren Schrauben, da wo die Schrauben auf den Kunststoff aufliegen, dass da nicht zu fest die Schrauben anzieht. Denn die pressen sich in den Kunststoff rein und ich glaube mit 4,5 Newtonmeter würden wir ja den Tankring zerstören, also den Kunststoffring, bevor die Schrauben fest werden. Darum zieht es die nur mit Gefühl an und die, was auf der Rückseite sind, die kurzen, die was wirklich aufs Metall gehen, die können es mit 4,5 Newtonmeter anziehen. Da sehe ich kein Problem. Ja, ich sage herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Daumen hoch, würde mich freuen. Abonniert meinen Kanal, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal bei Ice Motorcycle Repair.